Reisepass, ID, Staatsangehörigkeit, was ist das? Was sind genau die Unterschiede? Damit wollen wir uns einmal in diesem Video hier näher auseinandersetzen. Viele unserer Mandanten interessieren sich für einen zweiten Pass, für eine zweite Staatsbürgerschaft und dann gibt es hier oftmals Verwirrung hinsichtlich der Begriffe, die da so durch den Raum geschmissen werden. Also da geht es einmal um einen Reisepass oder um einen Zweitpass, dann geht es um eine ID oder Personalausweis und dann geht es auch noch um das Thema Staatsangehörigkeit. Und ich habe festgestellt, dass Mandanten ziemlich verwirrt sind und gar nicht genau wissen, was diese einzelnen Begriffe eigentlich zu bedeuten haben. Und deswegen will ich dir das in diesem Video einmal hier näher erklären. Fangen wir mal mit dem Begriff ID an. Ein gutes Beispiel ist die Emirates ID. Was ist eigentlich diese Emirates ID? Also wenn du einen Aufenthaltstitel in Dubai in den Vereinigten Arabischen Staaten erhältst, also ein Recht dort zu leben und zu arbeiten, dann bekommst du eine sogenannte Emirates ID. Das ist eine ID-Card, ich würde sagen eine Art Personalausweis, die dein Aufenthaltsrecht in Dubai bestätigt. Die kannst du dann bei der Einreise vorzeigen und natürlich auch ansonsten als ID in den Vereinigten Arabischen Emiraten verwenden. Da gibt es verschiedene Wege, eine solche zu erhalten. Du kannst zum Beispiel eine Immobilie kaufen oder du kannst eine Firma dort gründen oder eine Stelle dort annehmen. Das ist in Dubai relativ einfach. Eigentlich alles eine Preisfrage. Das ist auch sehr effizient in Dubai. Das geht sehr schnell. Dort kannst du also in kurzer Zeit eine solche ID erhalten. Wie gesagt, man spricht hier auch von der Emirates ID. Das ist aber keine Staatsbürgerschaft, ja. Das ist sehr wichtig. Du bist dann nicht Staatsbürger der Vereinigten Arabischen Emirate. Du hast ungefähr den Titel, den auch der Inhaber eines Schengen-Visums hat, der in Deutschland lebt und dort arbeiten kann. Also du bist ganz klar Ausländer, aber du hast eben einen laufenden Aufenthaltstitel. Das heißt, du bist in vieler Hinsicht den Staatsbürgern gleichgestellt, sagen wir zum Beispiel in puncto Steuern, aber bist eben kein Staatsbürger. Und die Konsequenz ist, dass eine solche ID normalerweise auch nur für eine bestimmte Anzahl von Jahren gültig ist und dann muss man sie erneuern. Ich spreche jetzt nicht davon, dass der Personalausweis abläuft. Der hat natürlich auch seine Gültigkeit, wie der Führerschein. Ich spreche jetzt davon, dass dein Bleiberecht, dein Aufenthaltstitel abläuft. Wenn du zum Beispiel eine Immobilie in Dubai kaufst, dann hast du ein Bleiberecht von 10 Jahren. Wenn du danach die Immobilie noch hast, kannst du ein weiteres Bleiberecht dir dann erwerben oder kannst das Ganze verlängern. Das hat jetzt nichts mit der Gültigkeit dieser Karte zu tun. Wobei möglicherweise ist die Karte dann ebenfalls genauso lange gültig, wie du auch ein Bleiberecht hast. Aber wie gesagt, selbst wenn du die Karte verlierst, kannst du eine solche ja ausstellen lassen. Das Entscheidende ist nicht die Karte, die ist nur ein Ausweisdokument. Das Entscheidende ist der Status, den du hast. Und da hast du eben einen entsprechenden Daueraufenthaltstitel in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das Ganze gilt natürlich jetzt hier in vielen anderen Ländern auch. Also zum Beispiel in der Schweiz hast du die Aufenthaltsbewilligung B. Das ist ganz genau das Gleiche. Du hast dann auch eine Karte im Scheckkartenformat. Das ist eine Art Personalausweis, eine Art Visum. In der Schweiz sagt man dazu Ausländerausweis. Auch hier hat das natürlich nichts mit der Schweizer Staatsbürgerschaft zu tun. Du bist nicht Schweizer Staatsbürger. Du bekommst lediglich eine Art ID, die du dann auch zum Beispiel bei Banken in der Schweiz brauchst, um dort ein Konto zu eröffnen, als jemand, der in der Schweiz wohnt, was vielfach einfacher ist, als wenn du jetzt als Ausländer, der nicht in der Schweiz wohnt, versuchst, dort ein Konto zu eröffnen. Und so gibt es sehr viele Länder, die eine solche ID ausstellen. Wie gesagt, die ID hängt im Grunde genommen an der Aufenthaltsgenehmigung. Aber die ID ist nicht die Aufenthaltsgenehmigung, sondern du hast einen Aufenthaltstitel, eine Aufenthaltsgenehmigung und deswegen wird dann eine solche ID-Card ausgestellt. Das eigentliche Stück Plastik, was du dort bekommst, ist aber letztlich irrelevant. Wenn du das verlierst, wenn das kaputt geht, lässt du es dir einfach nur ausstellen. Wichtig ist, dass du die Formalitäten durchlaufen hast, um diesen Aufenthaltstitel zu erwerben. In Dubai hatten wir schon gesagt, da ist es eine Investition. In der Schweiz ist es einfacher. Da kann ja jeder EU-Bürger hinziehen in die Schweiz. Das heißt, wenn du einen Job hast, zum Beispiel in der Schweiz, dann musst du nicht investieren oder sowas, bekommst du ebenfalls dann dieses Bleiberecht. Und infolge dieses Bleiberechts
bekommst du dann den Ausländerausweis oder eben in Dubai die Emirates ID. Und so gibt es sehr viele Länder, die solche IDs oder Personalausweise ausstellen. Wie gesagt, ganz wichtig zu verstehen, mit einer Staatsangehörigkeit hat das nichts zu tun. Du verlierst dadurch die deutsche Staatsbürgerschaft nicht, du gibst diese auch nicht ab und den Schutz, den eine zweite Staatsbürgerschaft bietet, den hast du natürlich ebenfalls nicht mit dieser ID. Also wir haben ja hier schon vielfach auf diesem Kanal erwähnt, wenn du jetzt zum Beispiel der deutschen Erbschaftssteuer entkommen möchtest, wenn du auswanderst, dann ist das relativ einfach, indem du die deutsche Staatsbürgerschaft ablegst. Ansonsten bist du noch 5 Jahre in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig. Aber du kannst die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen und dann entfällt nach deinem Wegzug die deutsche Erbschaftssteuer, wenn keiner der Beteiligten mehr in Deutschland wohnt und auch kein deutsches Vermögen dann vererbt wird. Ebenso würdest du natürlich ohne die deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr unter die deutsche Wehrpflicht fallen. Und dann gibt es noch andere Szenarien, Horrorszenarien in der Zukunft, vielleicht die Besteuerung nach Staatsbürgerschaft. Auch diese würde natürlich nicht auf dich zutreffen, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft nicht mehr hast, sondern eine andere Staatsbürgerschaft inzwischen erworben hast und die deutsche Staatsbürgerschaft dann aufgegeben hast. Aber das, wie gesagt, hat nichts mit dieser ID zu tun, die auf Basis einer Aufenthaltsgenehmigung erteilt wird. All diese Schutzwirkungen hast du natürlich nicht, denn du bist ja nach wie vor im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft und du kannst ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht abgeben, wenn du dann staatenlos wärst. Du musst immer eine Staatsbürgerschaft haben. Und damit kommen wir dann im Grunde genommen zum letzten Teil, zur letzten Komponente, zum letzten Modul deines Schutzkonzeptes. Während eben eine Aufenthaltsgenehmigung es dir ermöglicht, in einem anderen Land zu leben. Und das kann ja wichtig sein, wenn wir zum Beispiel denken an Zeiten wie Covid, wo man ja dann auch noch schwer reisen konnte, ist natürlich eine Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Land schon mal hilfreich, denn dann kannst du ja immer sagen, ich möchte hier an meinen Wohnort zurückkehren. Die Aufenthaltsgenehmigung ist sehr viel schneller zu bekommen als die Staatsbürgerschaft und auch vielfach mit viel geringeren Kosten verbunden. Das heißt, man kann relativ schnell mehrere Aufenthaltstitel erwerben. Man bekommt dann die meisten eine solche ID-Card und kann dann entsprechend in den Ländern leben, in diese Länder einreisen und vor allen Dingen dann eben auch Deutschland zum Beispiel verlassen, wenn es Reisebeschränkungen gibt. Also das ist wichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, um dich vor den anderen langfristigen Maßnahmen hier zu schützen, die ich gerade eben genannt habe, brauchst du eben tatsächlich eine zweite Staatsbürgerschaft. Es ist dabei für alle Szenarien nicht mal notwendig, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft aufgibst. Nehmen wir als Beispiel einmal an, du ziehst jetzt in die Vereinigten Arabischen Emirate um und es kommt in Deutschland zum Spannungs- und Verteidigungsfall. Und die deutsche Bundesregierung sagt, Männer können jetzt ihren Reisepass nicht mehr im Ausland verlängern. Sie müssen dafür nach Deutschland zurückkehren. Genau das ist ja in der Ukraine passiert. So, dein deutscher Reisepass läuft ab. Du wohnst in Dubai, alles wunderbar. Du hast dich hier dem Krieg entziehen können, aber jetzt stehst du da ohne Pass. Du kannst deinen Pass nicht mehr verlängern im Ausland, also in der deutschen Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Du müsstest jetzt nach Deutschland zurück und dann lassen sie dich natürlich nicht mehr gehen, weil es ein Spannungs- und Verteidigungsfall ist und du dann hier einrücken musst und an die Front geschickt wirst. Da ist natürlich dann wunderbar, wenn du einen Zweitpass hast, mit dem du dann weiterhin reisen kannst. Du musst ja, wie gesagt, die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht abgeben. Du sagst einfach, okay, solange dieser Krieg läuft, benutze ich jetzt meinen deutschen Pass nicht mehr, verlängere ich ihn nicht, bekomme ich halt keinen neuen, sondern ich reise nach wie vor durch die Welt, aber verwende hier meinen Zweitpass aus einem anderen Land. Und das ginge natürlich dann mit einer ID nicht. Mit einer ID-Karte kannst du ja nicht international reisen. Vielleicht kannst du da innerhalb des gleichen Landes reisen. Das geht ja zum Beispiel auch in den USA. Da kannst du Inlandflüge mit dem amerikanischen Führerschein machen. Der Führerschein ist ja dort die ID-Card, aber international bist du nur reisefähig mit einem Pass. Das heißt, du hast mit deinem Aufenthaltstitel in Dubai erwirkt, dass du schon mal rauskommst. Du kannst der Gefahrenzone entziehen. Aber wenn nun der Pass im Ausland nicht mehr verlängert werden kann, dann bist du gezwungen, einen weiteren Pass zu haben. Da gibt es natürlich jetzt noch viel hintertriebenere Szenarien. Ich möchte jetzt gar nicht die Verschwörungstheorien aufwärmen. Zum Beispiel gibt es aber in Deutschland ein Passgesetz. Danach kann dir der deutsche Pass entzogen werden. Ich rede nicht von der Staatsbürgerschaft. Ja, ich rede nur von dem Dokument. Der deutsche Pass kann dir entzogen werden, wenn du zum Beispiel Steuerschulden hast und du versuchst, dich dem Finanzamt zu entziehen. Dann kann dein deutscher Pass schlicht und ergreifend gesperrt werden oder storniert werden. Dann kannst du nicht mehr irgendwo einchecken. Dann ist es vorbei. Dann bist du, wie gesagt, gefesselt. Du bist dann zwar im Ausland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber du bist dann dort im Grunde genommen wie festgenagelt. Du bist dann
wie an einen Stuhl gebunden und kannst das Land nicht mehr verlassen. Und das ist natürlich auch nicht gut. Du kannst keine Konten eröffnen, du kannst dich nirgendwo ausweisen, du kannst nichts mieten, du kannst dich ins Hotel einchecken. Also das ist natürlich ein Drama, wenn du keinen Pass hast. Ja. Das heißt, auch in diesem Fall ist natürlich gut, wenn du nicht nur über Aufenthaltstitel verfügst, denn diese bringen dir dann im Zweifelsfall nichts, sondern eben, wenn du einen Zweitpass hast. Dein Zweitpass kannst du mittlerweile ja als Deutscher legal haben, seit 2024. Eine Beibehaltungserklärung ist nicht mehr notwendig. Du kannst alle möglichen Pässe erwerben, so viele wie du willst, EU-Pässe, Nicht-EU-Pässe. Und das ist natürlich etwas, was wir jedem Mandanten tatsächlich raten. Das heißt, du brauchst im Grunde genommen eine solche doppelgleisige Lösung, wenn du dich vollständig absichern willst. Ja. Eine Sache ist natürlich besser als keine Sache, völlig klar. Ja. Nicht jeder kann sich jetzt einen Pass leisten und kann ja einfach mal 100.000 für so einen Zweitpass ausgeben. Dann hast du wenigstens einen Aufenthaltstitel in Dubai, das ist schon mal gut, und dann hoffst du halt, dass der deutsche Pass nicht gesperrt wird. Aber wenn du dich vollständig absichern willst, dann brauchst du eben beides, Pass und Aufenthaltstitel. Jetzt kann man einen Pass erwerben durch Einbürgerung. Das kann dann etliche Jahre dauern. In der Schweiz zum Beispiel 10 bis 15 Jahre, in manchen Ländern auch nur 6 oder 7 Jahre. Aber wenn du es eilig hast, dann kann man einen Pass kaufen. Das geht üblicherweise 6 bis 12 Monate, wobei es gibt jetzt auch neue Programme. Da ist es möglicherweise schneller. Das sind natürlich dann andere Kosten, von denen wir hier sprechen. Da reden wir natürlich schon hier von Investitionen jenseits der 100.000 Euro. Das muss man schon ganz klar wissen. Ob das Richtige für dich ist, das ist etwas, was man hier in einem Beratungsprozess entscheiden muss. Wir haben viele Mandanten, die es machen. Viele Mandanten, die vermögend sind, die sagen, okay, 100.000, das gebe ich jetzt mal aus. Das ist ja wie eine Versicherungssumme. Wie gesagt, ich bekomme dann auch einen Pass für meine Kinder, zum Teil auch für meine Eltern. Da können wir uns dann schon umfassend absichern. Und wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen verkauft habe oder eine Immobilie, dann ist ja die Liquidität vorhanden. Dann mache ich das besser mal. Und das natürlich auch für die meisten eine sehr gute Investition. Dann kann man zusätzlich weitere Aufenthaltstitel erwerben. Wie gesagt, du kannst eine Wohnung kaufen in Dubai, aber es gibt natürlich auch Länder, wo du überhaupt nichts investieren musst. In Mexiko zum Beispiel bekommst du einen Daueraufenthaltstitel einfach nur dadurch, dass du Vermögen nachweist. Wenn du mindestens 300.000 US-Dollar Vermögen hast, dann bekommst du in Mexiko ein lebenslanges Aufenthaltsrecht. Alles, was du tun musst, ist dein Vermögen nachzuweisen. Kontoauszug, Depotauszug etc. pp. So, dann kannst du natürlich, wenn du willst, jetzt hier deinen Pass veredeln. Also sagen wir mal, du hast einen solchen Zweitpass aus der Karibik oder einem Land wie Vanuatu oder was auch immer und kannst dann dort dein Visum für Mexiko reinkleben lassen und in Mexiko bekommst du dann eben deine ID-Karte. So ist das Ganze komplett hier getrennt von deinem deutschen Pass. Du hast also sowas wie eine zweite Identität. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bei einer deutschen Behörde mal den deutschen Pass abgeben musst, dann könnt ihr durch den Pass durchblättern und da würde keiner jetzt dran sehen, zum Beispiel, dass du jetzt da noch zig Aufenthaltstitel in verschiedenen Ländern hast. Viele Mandanten tun genau das. Ja, das heißt, die besorgen sich in allen großen Weltregionen einen Aufenthaltstitel. Also zum Beispiel einen in Europa, nicht EU, weiß ich, zum Beispiel Serbien, dann einen in Asien, Thailand, Philippinen, Malaysia, einen in Südamerika, Argentinien, Uruguay, Mexiko und dann vielleicht auch noch in Afrika. Da haben wir ja so Länder wie zum Beispiel Mauritius oder aber auch Sansibar, machen wir ja auch ziemlich viel, das ist Tansania. Meistens sind ja hierfür keine großen Investitionen dann mehr notwendig, in manchen Fällen schon. Sansibar ist ja auch eine Investition von 100.000 notwendig, aber vielfach muss man eben nur Einkommen oder Vermögen nachweisen und bekommt dann den Aufenthaltstitel. Ja, ich hoffe, das jetzt geklärt zu haben. Also idealerweise brauchst du beides, Pass und Aufenthaltsgenehmigung, und die Aufenthaltsgenehmigung führt dann eben zur ID. ID ist sowas wie Personalausweis. Das heißt also, du hast einen Pass von einem Land und du hast dann möglicherweise mehrere Personalausweise von verschiedenen anderen Ländern, wo du eine Aufenthaltsgenehmigung hast. Welche Länder für dich am besten sind, das richtet sich eben nach deinen spezifischen Bedürfnissen. Ich mache vielfach Einzelberatungen mit Mandanten, zum Beispiel in London, wo wir dann den ganzen Tag zusammensitzen. Ich habe eine große Karte, eine Weltkarte. Dort sind alle Visa-Programme, alle Aufenthaltstitelprogramme, alle Passprogramme drin aufgeführt für jedes einzelne Land. Und dann gehen wir durch die Einzelländer durch und überlegen uns, was jetzt am besten für dich passt. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Der geht schon ein paar Stunden, ja, weil jeder hat seine eigenen Präferenzen. Und da geht es ja um ganz wichtige Fragen im Leben. Wo könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel Zeit zu verbringen? Aber danach hat man dann im Grunde genommen eine genauere Vorstellung, eine Shortlist, und kann diese dann angehen und entsprechend dann zweigleisig fahren, einmal den Pass beantragen und einmal dann verschiedene Aufenthaltstitel zu besorgen. Also, wenn das für dich interessant ist, dann melde dich bei uns. Wir starten in der Regel mit einer Einzelberatung 1 Stunde. Diese kannst du über unsere Webseite buchen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Und wir machen das Ganze schon fast seit 20 Jahren. Also wir helfen Mandanten dabei auszuwandern, sich im Ausland steuerlich zu optimieren.
Vermögen aufzubauen, zweite Staatsbürgerschaften zu etablieren, einen echten Plan B zu haben, auf den man sich dann im Zweifelsfall auch verlassen kann. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.